Herr Wichers, der August ist in den Auftragsbüchern des Maschinen- und Anlagenbaus angekommen. Wie ist das Bild? Im August verbuchte der Maschinen- und Anlagenbau einen Auftragszuwachs 0. Das heißt also, wir haben kein Wachstum gemessen am Vormonat. Im Inland hatten wir ein Minus von 6%, im Ausland ein Plus von 2%. Und wie ist das Jahr 2022 in den Bestellungen bisher gelaufen? Auch hier haben wir ein Nullwachstum in den Monaten Januar bis August. Das hört sich vielleicht schlechter an, als es ist, gemessen an den Risiken, mit denen wir im Augenblick umgehen müssen. Der VDMA hat seine Mitgliedsfirmen gerade erst befragt, wie sie die Lage bei den Materiallieferungen und auch in der Energieversorgung einschätzen. Was hat sich da ergeben? Nun, bei den Materialien haben wir nach wie vor Lieferengpässe. Die haben sich zuletzt etwas entspannt, insbesondere beim Stahl. Weniger bei Chemie- und Kunststoffartikeln, da waren sie zuletzt sowieso nicht mehr so hoch. Nach wie vor kritisch ist es bei Elektrik- und Elektronikkomponenten. Was das Thema Energie angeht, das ist ja ein vergleichsweise neues Thema. Da halten sich die Belastungen aktuell noch in Grenzen, was die Produktionseinschränkungen angeht. Aber es gibt natürlich große Schwierigkeiten, sich neue Verträge zu verschaffen. Und wie reagieren die Unternehmen darauf? Nun, sie versuchen zu sparen. Das haben sie schon in den letzten Monaten getan. Die Industrie und damit auch der Maschinen- und Anlagenbau hat schon Ersparnisse gebracht. Das kann man ja überall lesen. Dazu kommt natürlich dann auch der Aufbau von redundanten Strukturen. Man schaut, dass man Gas durch Öl ersetzt oder im Notfall ersetzen kann. Man sucht wirklich auch weitere Ersparnispotenziale und man versucht natürlich auch mit seinen Partnern zusammenzuarbeiten, um eben diese Energieversorgung zu gewährleisten.